Viele Modelleisenbahner sagen, ihre Anlage wird nie fertig, weil sie zu wenig Zeit haben. Ich glaube, das stimmt nicht. In den meisten Fällen scheitert der Anlagenbau an ein paar einfachen Fehlern, die fast jeder von uns macht, ohne es zu merken. Und genau darüber sprechen wir heute. Denn wenn du diese 5 Fallen kennst, kommst du mit deiner Anlage plötzlich viel schneller voran. Herzlich willkommen auf meinem Kanal 1 Quadratmeter Modellbahnglück. Ich bin Jörn. Eines vorweg, ich will hier niemanden bekehren, seine Anlage schnellstmöglich fertigzustellen. Für viele ist der Weg das Ziel und das ist völlig richtig. Dieses Video ist für diejenigen, die eigentlich fertig werden wollen und immer wieder am Zeitproblem hängen bleiben. Denn genau da liegt oft der Knackpunkt. Lass uns loslegen. Der Hauptgrund, warum Anlagen nicht fertig werden oder sogar der Spaß an der Modelleisenbahn verloren geht, ist die Zeit. Das höre ich immer wieder. Denn sind wir ehrlich, jeder hat ein Leben außerhalb der MOBA. Arbeit, Schule, Partnerschaft, Kinder, alles schön, alles wichtig, aber am Ende des Tages passiert oft nichts mehr an der Anlage. Und je länger nichts passiert, desto schwieriger ist es, wieder anzufangen. Wow, wirst du denken, was für eine Erkenntnis, da wäre ich ja nie drauf gekommen. Aber es gibt einen entscheidenden Punkt, den die wenigsten beachten. Meiner Erfahrung nach liegt das Problem selten an zu wenig Zeit, sondern daran, wie du deine Zeit wirklich nutzt. Und dabei geht es nicht um Zeitmanagement oder irgendeine Selbstoptimierungsblase, sondern um die Fallen, die wir uns als Modelleisenbahner selber stellen. Tipp 1: Kein Größenwahn. Wir lieben alle lange Züge, große Bahnhöfe, fantastische Landschaften und riesige Schattenbahnhöfe. Und genauso sehen unsere Traumpläne aus. Groß, größer, unrealistisch. Und zu groß kann auch schon eine Anlage von 4 bis 6 Quadratmetern sein. Deshalb mein Tipp: Plan kleiner. Es gibt super Entwürfe für Anlagen, auf denen lange Züge fahren, die aber verhältnismäßig klein sind. Das eine schließt das andere nicht aus. Gut, wenn du bereits mitten im Bau einer Anlage bist und es stockt, dann hilft dir das gerade wenig weiter. Denn sicherlich willst du nicht wieder von vorne anfangen und das musst du auch nicht. Aber die Herangehensweise beim Bauen, die kannst du ändern. Das wird dir helfen, dich zu motivieren. Mein Tipp: Arbeite Abschnitt für Abschnitt und nicht Schritt für Schritt. Hä? Wie meint er das denn jetzt? Ganz einfach. Viele bauen erst den Rahmen, dann die komplette Trasse, dann die gesamte Elektrik, danach den Landschaftsuntergrund und erst ganz zum Schluss kommt die eigentliche Landschaft mit den vielen tollen Details. Und je größer die Anlage, desto länger machst du monatelang immer wieder denselben Schritt. Total eintönig. Kein Wunder, dass viele irgendwann die Lust verlieren und lieber irgendwas Abwechslungsreicheres oder was ganz Neues anfangen. Klar, um einen abgeschlossenen Rahmenbau und die Gleistrasse kommst du nicht herum. Aber ab da kannst du viel smarter vorgehen. Bau deine Anlage nicht als Riesenkonstrukt am Stück, sondern in kleineren Abschnitten. Das gilt auch für Elektrik. Leg am Anfang nur das, was unbedingt nötig ist. Nicht jeder Block, nicht jeder Weichenantrieb, nicht jedes Signal muss sofort installiert sein. Und bei der Landschaft gilt dasselbe. Stück für Stück, statt alles auf einmal. So bleibt der Anlagenbau viel abwechslungsreicher und du bleibst motiviert, weil du regelmäßig sichtbare Fortschritte hast. Zum Thema kleiner planen habe ich noch was für euch. Nämlich den Hinweis auf die Kleinstanlage, die ich und einige andere gerade bauen. Sie bietet den idealen Start oder Wiedereinstieg ins Hobby Modelleisenbahn. Schau dir mal das erste Video der Reihe an, dann weißt du genau, auf was du dich einlässt. Tipp 2: Richtige Raumaufteilung. Endlich das eigene Modellbahnzimmer. Platz ohne Ende, Gleise verlegen, austoben, planen.
Naja, was aber viele vergessen, große Anlagen brauchen viel Stauraum und viel Arbeitsfläche. Du kennst das sicher. Der Schreibtisch ist voll, eine winzige Fläche bleibt frei zum Basteln, der Rest ist vollgestapelt mit allem, was du dann mal ebenso brauchst. Deshalb meine Empfehlung, die 2 von 3 Regel. 2/3 des zur Verfügung stehenden Platzes sind Arbeits- und Stauraum. 1/3 ist für die Anlage. Klingt verrückt? Ist es nicht. Denn ein riesiger Zeitfresser im Hobby ist das ständige Suchen. Da sind Dinge über die halbe Wohnung verteilt. Im Schlafzimmer, unter dem Bett die Waggons und Gleise, im Keller das Styrodur und das Werkzeug oder das ewige erst einmal alles zur Seite schieben, damit man überhaupt starten kann. Wer von Anfang an einen guten, zugänglichen Arbeitsplatz schafft und Staumöglichkeiten, baut viel mehr und sucht viel weniger. Und ganz nebenbei verhindert die Regel auch, dass du eine Anlage planst, die viel zu groß ist. Wenn du wie ich noch YouTube machst, wird es mit der 2:3 Regel schon richtig eng. Licht, Kamera, Stativ, Bewegungsfreiheit, das braucht alles nochmal extra Platz. Hab das im Blick. Wenn dir dieser und die anderen Tipps gefallen, dann lass doch gern ein kostenloses Abo da und gib einen Daumen hoch. Perfekt, weiter geht's. Tipp 3. Keine Sommerpause. Achtung, heilige Kuh. Modelleisenbahn nur in der dunklen Jahreszeit. Also ich habe das nie verstanden. Vom Hobby brauche ich keine Erholung. Warum dann Sommerpause machen? Ich glaube eher, dass die Erschöpfung daher kommt, weil man, gerade bei großen Anlagen, lange und eintönige Arbeiten hat. Erst monatelang der Rahmenbau, dann die Gleise verlegen und weitere Monate für die Elektrik. Bis da ein Zug fährt, ist viel Zeit vergangen. Eintöniges Arbeiten kostet Energie und davon muss man sich dann im Sommer erholen. Und klar, bei 25 Grad und Sonnenschein willst du draußen sein und die Zeit nicht nur unter der Anlage verbringen. Viele MOBA-Arbeiten lassen sich aber hervorragend nach draußen verlagern, in den Garten oder auf dem Balkon. Bausätze und Bäume basteln, Figuren bemalen, Elektrik planen, Kabel vorbereiten und löten. All das geht ohne Probleme. Du wirst überrascht sein, wie viele Figuren im Winter plötzlich auf deiner Anlage auftauchen, wenn du sie im Sommer anmalst. Ich bastel sogar im Urlaub. Ich habe mir dafür einen Mini-Koffer zusammengestellt. Farben, Kleber, Werkzeug, rein ins Auto und abends in Holland auf der Terrasse bei einem Heineken basteln. Läuft. Außerdem nach Monaten der Sommerpause vergisst du unfassbar viel. Wofür war das Kabel? Was wollte ich hier hinbauen? Und das bremst die Motivation, weiterzubauen. Kurz, Sommerpause streichen bringt enorm viel Zeit. Tipp 4. Dokumentation. Wenn du ein paar Wochen nichts gemacht hast, ob Sommerpause oder auch nicht, vergisst du vieles. Deshalb dokumentiere deinen Bau ein bisschen, keine Wissenschaft, einfach so, wie es für dich passt. Elektrik dokumentieren viele von euch sowieso, das ist jedem und jeder klar. Aber auch den Bau zu dokumentieren lohnt sich. Warum? Erstens, im Bauprozess entstehen ständig neue Ideen und du findest tolle Lösungen. Schreib sie auf, bevor sie wieder weg sind. Zweitens, du siehst, was du geschafft hast. Auch wenn auf der Anlage optisch mal nichts passiert, weil du das 50. Kabel verlötet hast, wenn du es aber kurz aufschreibst, füllt sich dein Buch und du merkst, dass du etwas geschafft hast. Ich nutze dafür eine einfache schwarze Kladde. Ich notiere darin alles, was wichtig werden könnte oder was war. Und damit sind wir schon beim letzten Tipp. Tipp 5. Weniger YouTube und Co. Ja, das ist schräg, wenn es aus meinem Mund kommt. Aber es gibt 2 gute Gründe dafür. Erstens, wenn du YouTube schaust, baust du nicht. Oft denkt man, ich habe nur 20 Minuten Zeit, da lohnt sich nicht mal mit dem Bauen anzufangen. Aber für ein kurzes MOBA-Video auf YouTube reicht's allemal. Und zack, aus einem Video werden 2, dann 3. Naja, und plötzlich ist eine Stunde rum. Was hättest du in dieser Stunde alles machen können an der MOBA?
Zweitens, auch wenn du beim Bauen YouTube schaust, zu viel Input lähmt. Es gibt fantastische Anlagen und ganz viele tolle Tipps da draußen in der YouTube-Welt. Aber wenn du die 100. Szene siehst und denkst, boah, das muss ich auch machen, macht das deine Aufgabenliste immer länger. Und je länger die To-Do-Liste wird, desto stärker sinkt deine Motivation. Und ja, es gibt 500 Methoden, Felsen zu bauen. Du brauchst in der Praxis aber maximal 2 oder 3, mehr nicht. Wenn du die kannst, super. Du verpasst nichts, wenn du die anderen Methoden nicht kennst. Es muss für dich passen. Was sind deine Gründe, die dich am Weiterbauen hindern? Oder ist das Nicht-Fertig-Werden für dich gar kein Problem? Das interessiert mich und sicherlich die vielen anderen Modellbahner da draußen auch. Schreib's deshalb auf jeden Fall in die Kommentare. Vielen Dank. Zum Schluss ein Zitat eines großartigen Fernsehhelden meiner Kindheit. Wer ihn nicht kennt, sollte ihn googeln, YouTuben oder Instagram. Ich rede natürlich von Peter Lustig, Löwenzahn. Und deshalb sage ich an der Stelle, du kannst jetzt abschalten. Ernsthaft. Jetzt ist der Moment, um was an deiner MOBA zu machen. Also los. Video aus, Modellbahn an. Man hört voneinander. Ein Quadratmeter Modellbahnglück. Hier rollt die Bahn vor und auch mal zurück. Die Loks, die Signale. Ein Traum, ein Trick. Mein kleines Paradies, mein Modellbahn.